Ja, servus und habe die Ehre. Schön, dass ihr wieder bei mir im Kanal vorbeischaut. Heute möchte ich euch ein Dekoprojekt zeigen. Und zwar möchte ich aus Sperrholzplatten, ich zeige die euch gleich, eine Berglandschaft bauen, die auch noch mit LED beleuchtet ist und in einen Rahmen eingefasst wird, sodass man das bequem an die Wand hängen kann. Das Video ist wie immer aufgebaut, jetzt gleich im Anschluss zeige ich euch das Ergebnis. Ich kenne es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. In jedem Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und mich würde es freuen, wenn der eine oder andere kommentiert oder liked oder weiterempfiehlt. Und noch mehr würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht das Ganze selber nachbaut, verbessert und mir seine Variante dann zukommen lässt. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und los geht's! Ja, ihr seht das Ergebnis hier hinter mir. Eine Berglandschaft, 3 Ebenen, LED hinterleuchtet, 1,20 Meter x 75 zum Aufhängen an der Wand. Genau das ist das, was ich euch zeigen möchte im nachstehenden Video, wie ich das gebaut habe. Ich drehe mal noch kurz das Licht ab, weil das schaut echt geil aus. So, ich denke, man sieht oder kann sehen, also wie man das Teil hier baut, genau das möchte ich euch jetzt zeigen. Auf geht's! Wie habe ich mir das Ganze vorgestellt? Ich habe aus 6 mm oder 6 mm sind aus 6 mm Sperrholzplatten mir mal 3 verschiedene Berglandschaften gefräst. Habe das jetzt hinter mir mit der CNC-Fräse gemacht. Das Ganze geht aber natürlich auch mit der Stichsäge. Einfach anzeichnen und Berglandschaften raussägen. Also Berglandschaft Nummer 1, das wird das vordere Teil. Dann Berglandschaft Nummer 2, es ist ein bisschen entgegengesetzt aufgebaut. Und hier die hintere Platte, Berglandschaft Nummer 3. So, diese 3 Platten möchte ich jetzt hier in eine Multiplex-Platte, Vollholz wäre mir auch lieber gewesen, habe ich aber leider momentan keins in der Stärke und Größe zur Verfügung, möchte ich in diese Multiplex-Platte hier einlassen. Dazu habe ich mir überlegt, nehme ich einfach meine Handoberfräse, seht ihr schon, ich habe hier schon mal einen Fräser eingespannt, gehe dann hier entlang durch, sodass ich genau diesen 6 mm Schlitz bekomme, den ganzen 3 Mal. 3 Mal, warum? Weil ich natürlich 3 Platten aufstellen wollte. Dazwischen sollen LED-Stripes rein. Von daher werde ich ein bisschen einen Abstand zwischen meinen Nuten lassen und hier einfach mal durchfräsen. Wo ich jetzt länger überlegt habe, ist die Geschichte mit dem Rahmen. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, ich kante quasi hier hinten um 45 Grad ab, sodass ich quasi hier einen Rahmen bauen kann, der andere kommt dann hier von oben drauf, ebenfalls mit 45 Grad. Und ich hoffe, dass sich das dann einpassen lässt. Das bedeutet natürlich, dass ich die 3 Schlitze oder Nuten, die nach oben gehen, unterschiedlich lang machen muss, weil ich habe ja hier jetzt quasi eine Kante, die ist so hoch. Hier hinten ist sie ein bisschen höher und genauso ist es dann bei den anderen Platten. Also, Idee ist, dass ich dann quasi einen Rahmen mir baue. In den Rahmen werden die Platten eingelassen, eingeleimt, ich möchte sie dann einleimen, dazwischen die LED-Stripes und ganz hinten muss ich mal gucken, wie ich es mache, aber momentan ist der Plan, dass ich hinten nochmal eine Deckplatte drauf mache, mit welcher ich dann letztendlich auch Stabilität für den oberen Rahmen bekommen würde. So ist der Plan. Ja, also alles ist mal geplant, jetzt geht es an die Arbeit. Zunächst mal das Ganze hier ablängen, 45 Grad dran, auf der linken und der rechten Seite Nuten durch und ja, dann wird es weitergehen.
Also zunächst länge ich das Ganze hier mal ab. Ich denke mir jetzt, ich meine, der 45 Grad Winkel auf der Seite wird dazu führen, dass ich hier ein bisschen reinrutschen muss. Eigentlich genau um den Abstand, um den letztendlich das andere, das Blatt von oben da drauf kommt. Hinten mache ich es genauso, sodass ich das Brett jetzt hier einfach mal 5 cm länger mir schneide, als ich es wahrscheinlich brauche. Ja, meine 3 Nuten sind gefräst. Jetzt schauen wir mal. Ich habe zwar schon getestet, aber ja, das würde so schon schön halten. Also passt. Jetzt werde ich das noch ein bisschen mit dem Schleifpapier da die groben Kanten abschmirgeln. Ich bin jetzt 18 mm tief in die 30er Platte rein, also bleiben unten noch 12 stehen und das sollte auch an den Ecken für den Rahmen dann klappen, weil ja, ich denke, oder mache ich überhaupt die Ecken, ja, das sehen wir jetzt. Also soweit so gut, jetzt ein bisschen Feinarbeit und dann zum nächsten Schritt. Also der nächste Schritt, Sägeblatt auf 45 Grad und ja, jetzt versuche ich mal hier die Kante zu schneiden. Jetzt gucken wir mal, ob das reißt. Bin mir nicht ganz sicher, aber das probieren wir jetzt mal. Ja, das hat ganz gut geklappt, weil die anderen 45 Grad kommen jetzt quasi so her und damit verschwinden meine Schlitze wunderbar im Holz. Ich habe die 3 Platten jetzt mal reingestellt in meine Schlitze und hier sieht man das mit den 45 Grad Winkel. So, natürlich muss das dann noch ein bisschen raus und so bis hier. Und jetzt kommt das Gegenstück. Ich habe hier auch schon 45 Grad rangeschnitten. Das wird quasi die Führung nach oben. Und jetzt wird es schwierig, weil ich ja unterschiedliche Längen habe, bis zu welchen ich letztendlich meine Nuten fräsen muss. Ich fange jetzt mal auf der linken Seite an und dann auf der rechten schauen wir mal, wie sich das Ganze ausgeht. Ich habe jetzt quasi die linke Seite mal gefräst und ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe hier jeweils die Länge gemessen, diese verschiedenen Platten und habe dann einfach den Abstand übertragen, indem ich hier quasi einfach immer rein bin, dann meinen Anschlag eingestellt habe und das hier so übertragen und dann durchgefräst. Ja, von der Theorie schaut das schon mal cool aus. Ich werde jetzt hier auf der anderen Seite meine zweiten
3 Nuten fräsen und dann sollte ich das in einem Stück zusammenschieben können. Also, damit ich das mit dem Winkel weiß, auf der anderen Seite habe ich jetzt mal den Abstand hier gemessen von hier nach hier. Das habe ich quasi hierher übertragen. Von hier nach hier ist der gleiche Abstand, dann ist die Platte irgendwo hier unten. Und an der Stelle säge ich jetzt mal die 45 Grad. Ja, auch der Schritt erledigt. Das hier wird jetzt quasi die hintere Seite und das hier in die Richtung dann die vordere Seite. So, jetzt bin ich noch am Überlegen, wie ich das von der Breite her mache. Folgende Idee. Ich lasse jetzt hier hinten auch nochmal 20 mm Platz. Dann kann ich hinten auch noch einen LED-Streifen durchziehen und die Idee ist dann, von hinten eine komplette Platte draufzusetzen, damit das Ganze letztendlich auch oben vom Rahmen her Stabilität bekommt und auch nochmal hinterleuchtet ist. Also ich schneide jetzt das Teil hier 20 mm breiter, dann die beiden Streifen genau auf die gleiche Breite, dann habe ich schon mal die Unterteile meines Rahmens, linken Teil und den rechten Teil, und der obere Teil ergibt sich ja aus diesem Restabschnitt hier. Auf geht's! Also das hat gut geklappt, ich habe es jetzt mal zusammengesteckt, das ist noch nicht zusammengeleimt oder geschraubt, das muss ich mir noch überlegen. Das klappt perfekt, hier da mit der Gärung. So, jetzt geht es darum, wie mache ich das oben. Schauen wir mal, ich habe ja hier noch mein Teil. Ich glaube, ich lasse das diese Länge oder diese Höhe, schneide hier jetzt jeweils noch 45 Grad dran und ja, eigentlich ist da mein Rahmen fertig. Das ist cool, weil da kann ich auf der hinteren Seite auch solche Plastikteilchen einsetzen, damit man schön an die Wand hängen kann. Also, nächster Schritt, hier 45 und hier 45. Das hier auf Breite noch und dann ist der Rahmen fertig. Da muss ich mir überlegen, wie ich den Rahmen irgendwie zusammenbaue, aber da fällt mir sicher was ein. Rahmen ist fertig, jetzt geht es an den nächsten Step und zwar die LED-Stripes. Also ich werde jetzt hier mal verlegen und dann muss ich mal gucken, also das passt ja wunderbar. Und dann muss ich mal gucken, wie ich hier ums Eck komme und hier ums Eck komme. Dann werde ich die mal befestigen und ja, das ist jetzt quasi die Aufgabe. Also, das war jetzt eine ganz schöne Spielerei. Also, ich habe das jetzt mit so Panzertape festgemacht. Warum? Ich hatte diese LED-Stripes schon mal woanders verbaut, von daher war auf der Rückseite die Klebefläche oder der Klebestoff weg. Jetzt habe ich ein bisschen improvisieren müssen, aber man sieht es hinterher eh nicht mehr, von daher egal. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich den Strom rausbringe. Folgende Idee. Ich werde jetzt an der Stelle hier quasi abzwicken, dann hier verbinden und dann mache ich hier eine kleine Vertiefung, sodass ich das Kabel hier reinsetzen kann. Und von unten kann man dann anstecken. Das ist der Plan. Ja, probieren wir es mal.
So, der große Moment ist gekommen. Endlich Zusammenbauen von dem ganzen Ding. Ich werde jetzt hier zunächst einmal quasi Leim reinfüllen, damit die Platten richtig reingeleimt werden. Auch an meine Rahmenteile, die ich dann links und rechts anfüge, das gleiche. Ja, und dann schauen wir, dass wir oben das Ganze auch noch drauf bringen. Ja, das Grundgestell ist fertig. Ich habe es jetzt verleimt, oben geschraubt, weil oben sieht man es nicht. Ich zeige es euch mal. Ja, so sieht es jetzt aus. Also, das Grundgestell ist fertig. Jetzt mache ich hinten noch einen Deckel drauf. Jetzt langt es ums Arschlecken, wollte ich schon sagen. Na, nicht. Aber kriegen wir hin. Und zwar schieße ich die jetzt mit dem Nagelapparat rum und damit es dann nicht so reinhängt, mache ich an der Stelle irgendwo mittig so einen kleinen Abstandshalter mit rein. Den schieße ich da einfach mit rein, kann ich dann immer aus und ja, das ist der nächste Schritt. Ja, das war's auch wieder von meinem Video. Ich lasse jetzt bewusst das Licht aus, damit man das sieht. Es hat mich gefreut, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und ich glaube, der eine oder andere mag es vielleicht nachbauen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. In dem Sinne verabschiede ich mich wie immer mit Servus und habe die Ehre aus der Oberpfalz.